Servus beieinander, zurück bei mir im bayerischen Outback. Jawohl, schön, dass ihr wieder alle da seid. Es ist wieder Winter, es ist jetzt ein Jahr her, dass ich dieses Vogelhäuschen-Video gemacht habe. Ja, ein Jahr lang habt ihr euch das angeschaut, es ist ziemlich gut angekommen. Das war damals aus Sachen, die überall so rumliegen, das heißt, dass jeder nachbauen kann. Dieses Jahr gibt es wieder ein Vogelhäuschen-Video. Video 2.0, Vogelhäuschen 2.0 praktisch. Genau, darum geht es heute. Und zwar geht es wieder um Sachen, die einfach so rumliegen. Ich war in der Hütte unterwegs, ich war in der Scheune unterwegs, ich habe geschaut, was ich nicht mehr brauche, was man wiederverwerten kann, was andere wegschmeißen würden, was wir jetzt hier natürlich recyceln und ein wunderschönes Vogelhäuschen draus bauen. Was brauchen wir dafür? Dieses Mal geht es um eine ganz lustige Idee. Denke ich mir, hoffe ich, werden wir sehen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gebaut. Es geht jetzt los, zusammen mit euch, dieses Experiment. Dieses Mal nehmen wir einen alten, kaputten, wackeligen Stuhl dafür her. Das Coole an dem Stuhl ist, der hat ja hier unten schon eine Einfassung. Das heißt, das Vogelfutter kann nur noch auf eine Seite rausfallen. Er hat schon 4 Beine. Das wird praktisch die Dachseite. Was wir jetzt machen müssen ist, das Teil hier wegschneiden, wobei das eh schon sehr wackelig ist. Wahrscheinlich kann man es rausbrechen, wäre aber schade, wenn dann die Platte kaputt geht, deswegen sägen wir es weg. Dann gibt es hier die Füße. Die werden wir natürlich auf die richtige Höhe schneiden, dass das nicht so hoch wird, sondern hier so ungefähr in diese Höhe. Dann kommt ein Dach drauf. Auch das Dach werden wir wieder aus Sachen bauen, die so umeinander liegen. Und zwar habe ich da ein paar alte Dachaude Fensterläden gefunden. Die werden wir hernehmen. Die werden wir noch ein bisschen schöner machen, ein bisschen gerader schneiden, damit sich die da richtig schön einfügen. Jawohl, das ist der Plan. Ich hoffe, das taugt euch. Viel Spaß bei diesem Video. Noch eine kleine Zusammenfassung, was ihr so alles herrichten solltet. Akkuschrauber, frisch geladen, gerade bei diesen Temperaturen. Eine Stichsäge, am besten eine gescheite, die gescheit scharf ist. Eine Japansäge, kann ich immer nur jedem empfehlen. Keine Werbung, weil ich gar nicht weiß, von wem die ist, aber ich liebe dieses Werkzeug mittlerweile. Ihr kennt es ja aus meinen anderen Videos. Das Teil ist einfach mein totaler Favorite. Es ist einfach, es gibt nichts Cooleres, es gibt nichts Präziseres. Und ich säge mit diesem Teil einfach wahnsinnig gerne. Braucht es ja nicht, könnt ihr alles mit der Stichsäge machen. Ich habe richtig Spaß, wenn ich die Sachen mit dem hier baue. Dann einen Topfbohrer. Da habe ich mal verschiedene Größen, weil ich noch nicht weiß, welchen wir hernehmen. Und dann brauchen wir natürlich ein paar Bohrer. Wahrscheinlich werden wir nur einen brauchen, aber ich habe halt ein ganzes Backerl. Dann brauchen wir ein paar Backerlschrauben. Wie gesagt, auch keine Werbung. Könnt ihr auch andere Fabrikate hernehmen. Könnt ihr aber auch diese hier hernehmen. Ich dachte mir nur, schöne Farbauswahl, orange, blau, grün, gelb, bam, alles da. So, ja, fangen wir an. Sägen wir als erstes mal die Rückenlehne weg. Dann bringen wir es auf die richtige Höhe. Ich hole euch jetzt näher her, damit ihr das alles besser seht. Bis gleich. Den legen wir uns jetzt schön hier auf den Tisch, damit man hier richtig schön parallel ansetzen kann. Und dann werden wir richtig schön parallel zur Bodenplatte, werden wir jetzt dieses Teil hier wegsägen. Ihr seht, das geht wahnsinnig schnell mit diesem Teil. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich kann es leider nicht lesen, weil der Hersteller heißt irgendein Japaner. Han Solo, keine Ahnung. Gut, sägen wir das andere weg. Dann haben wir das schon mal durch hier. So, fertig ist der erste Teil vom Vogelhäuschen. Das ging jetzt halt mal viel schneller, als ich gedacht habe. Schauen wir mal, vielleicht fällt uns ja mit dem Teil hier auch noch irgendwas Cooles ein. Für ganzen Star Wars Fans schaut ein bisschen nach einer Mandalorian-Maske aus. Ha? Tja, machen wir uns einen Holz-Mandalorian im nächsten Video. Gut.
Gut, weiter im Vogelhäuschen-Thema. Als nächstes geht es jetzt hier weiter. Das heißt, da wollen wir ja ein Dach reinmachen. Da müssen wir mal schauen, was jetzt eine vernünftige Schräge ist und was eine vernünftige Dachgröße ist. Ich würde den Giebel so setzen, dass der genau in die Laufrichtung von dem Stuhl ist. Also nicht so rüber, sondern so rüber. Und dass der Giebel dann praktisch so läuft. Dafür werden wir die hier ein bisschen kürzen. Dann nehmen wir uns jetzt hier mal ein Referenzmaß raus und gucken mal, was eine schöne Höhe ist. Das Dach wahrscheinlich so im Winkel, dass das hier auf jeden Fall über die Ränder drüber steht, damit da kein Wasser reinkommt. Und das Dach ziehen wir auch relativ tief runter, dass die Vögel da zwar reinkommen, aber dass es so ein bisschen katzensicher ist und auch extrem windgeschützt. Das ist natürlich wichtig beim Vogelhäuschen. Da haben wir schon eine schöne Fläche fürs Vogelfutter. Wenn das da drinnen liegt, dann ist es da relativ sicher und auch windgeschützt. Und da hinten lassen wir aber offen, weil dann kann man es mit dem kleinen Besen nämlich hier einfach rauskehren, den ganzen Dreck oder die leeren Schalen. Als nächstes habe ich mir jetzt hier 2 Hilfshölzchen geholt, weil aus dem Brett hier werden wir den Giebel rausschneiden. Da werden wir die jetzt mal hier so herlegen und mal gucken, was eine vernünftige Giebelgröße und was ein vernünftiger Dachwinkel ist. Da unten ist ganz wichtig, das Maß von hier bis hier, das muss natürlich größer sein als zum Schluss das Maß, was von unseren Holzbeinen übrig bleibt. Dass die dann genau da dazwischen reinpassen. Deswegen schauen wir jetzt einmal nach einem vernünftigen Winkel und dann werden wir mal das hier und das hier übereinstimmend zusammenbringen, damit es vernünftig und schön ausschaut. Als erstes suchen wir uns jetzt hier an den Holzbeinen eine richtig schöne Länge raus. Das heißt, die Länge werden wir ungefähr, naja, so lang werden wir es machen. Das heißt, dann sind das ungefähr, ja, sagen wir mal 22 cm und auf der Höhe von 22 cm sind jetzt die Beine 35 weit auseinander. Das bedeutet, die Giebelseite hier kriegt als die Unterseite ein bisschen mehr als 35. Das heißt, hier zeichnen wir uns mal 40 an. So. 40. Zeichnen wir uns noch die Mitte an. Das sind dann 20. Dann wissen wir, dass hier oben, da ist dann praktisch der Giebel. Und jetzt kann man das hier so rausschneiden, dass das dann auch passt. Das zeichnen wir uns jetzt hier schnell an. Kann man ruhig den dicken nehmen, weil das dann die Innenseite nachher sowieso wird. Voilà, kippern darf das natürlich nicht. Machen wir da einen sauberen Strich her. Und machen da drüben, so rum, machen da drüben einen sauberen Strich her. So, und schon haben wir einen Giebel fertig. Da hier machen wir uns ein Kreuz drauf, das heißt, das ist Abfall, nicht, dass wir dann die Dreiecke verwechseln und das falsche Dreieck hernehmen, um da weiterzuarbeiten. Was man jetzt hier nochmal machen kann, zum Kontrollieren, dass es auch wirklich ein richtig gleichmäßiger Giebel ist die 2 Seiten nachmessen. Hier sind wir 22,5, 23 ungefähr. Hier sind wir auch 22,5, ungefähr 23. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein gleichschenkliges Dreieck geworden. Dann müssen wir jetzt noch dieses Teil hier anzeichnen, weil das haben wir ja gesagt, kürzen wir, aber ansonsten ist es ja ein riesen hohes Dach und das wollen wir nicht. Es soll ja ein bisschen gedrungen, ein bisschen schön, wie eine kleine Almhütte. Genau so soll das werden. Mit einem schönen Dachwinkel. Und da haben wir gesagt, wir nehmen hier eine Höhe von 23. Das heißt, die messen wir natürlich hier an der längsten Seite raus. Das heißt, der Fuß hier hätte jetzt 42. Wenn wir an der längsten Stelle 19 cm abziehen, dann können wir ungefähr so auf das Maß, was wir brauchen. Und zwar messen wir das von oben nach unten, weil ja die Höhe von den ganzen Füßen, die ist ja gleich lang. Also das heißt, die ist parallel zur Grundfläche. Das heißt, am schlausten ist es, die höchste Stelle vom Fuß zu nehmen. Das ist immer die Außenstelle. Und von der Außenstelle 19 cm runter messen und hier zeichnen wir uns dann die 19 cm an jedem Fuß an. Und genau da sägen wir es ab. Und wenn ihr das so richtig schön perfekt machen wollt, dann sägt ihr die natürlich auch so schräg ab. So.
Das heißt 19 cm, höchste Stelle ist dann praktisch die tiefste Stelle an unserem Fuß, weil es ja innen drinnen nach oben geht. Das heißt, wir zeichnen uns die tiefste Stelle an und von der tiefsten Stelle machen wir dann genau in dem gleichen Winkel wie unser Dach, machen wir dann einen richtig schönen Schnitt und dann kriegen wir auch ein richtig schönes, gleichmäßiges Dach da drauf. Messen wir uns nochmal nach, wie hoch wir dann sind. Genau, kommen wir genau auf 23, das ist genau das, was wir wollten. So, wenn ihr das überall angezeichnet habt, dann macht euch jetzt eine kleine Hilfslinie hierher. Dann nehmt ihr den genau vor euch und dann zeichnet ihr hier schon mal die Dachschräge drauf. So ungefähr. Ist jetzt nicht wichtig, dass es ganz genau stimmt. Wichtig ist nur, dass die Schräge in die richtige Richtung geht. Und dass ihr natürlich am tiefsten Punkt mit 19 cm von oben nach unten anfangt zu schneiden. Wenn ihr in der Mitte anfangt mit 19 cm, werden sie natürlich alle unterschiedlich hoch. Kann man danach immer noch ein bisschen ausrichten. Zentimeter, denke ich mal, haben wir Spiel. Aber je genauer ihr das macht, umso weniger müsst ihr nachher nacharbeiten. So schaut das jetzt aus mit Dachschräge. Und genau so sägt man das dann auch ab. Legt es euch vor euch auf den Tisch, setzt die Säge vorsichtig an und dann schneidet man los. Und so schnell sind wir schon wieder durch. Nummer 1. Und das Schöne an der Säge ist einfach, die arbeitet sich davon selber rein. Ihr müsst sie nur ganz locker nehmen. Ich sage es hier nochmal, das ist eine Zugsäge, die sägt beim Ziehen. Und das ist das Geile an dieser Sache. Ohne viel Druck lasse ich die hier einfach durchs Holz durchwandern. Und es wird ein sehr, sehr präziser Schnitt. Dann säge ich die jetzt ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Zack, durch die Eiche durch, als wäre es Butter. So. Und fertig ist unser Grundgestell. Richtig schöner Winkel drinnen. Das wird ein richtig schönes Vogelhäuschen. Für alle, die sich immer noch nicht recht viel vorstellen können. Ich denke, das wird eine feine Sache. Es gibt zwar verdammt warme Finger, aber meine Geduld ist auch nicht unermesslich und darum schneiden wir das jetzt hier schnell mit der Stichsäge. Das Schöne bei sowas ist, das legen wir jetzt hier einfach verkehrt rum drauf, zeichnen das nochmal an, zack, und wir müssen es nicht nochmal extra ausmessen und haben genau das gleiche Teil jetzt zweimal. Jetzt halten wir das nochmal kurz hierher, ob es funktioniert von der Länge, jawohl, das passt hier richtig schön rein. Perfekt, genau der richtige Giebel, lieber noch einmal mehr kontrollieren, bevor man den zweiten schneidet, bevor man dann zwei falsche hat. Aber der ist perfekt. Das Teil mit dem Kreuzel, wo ich vorher gesagt habe, gleich markieren, weil das natürlich eine ganz andere Form hat, damit man die nachher nicht verwechselt und sich nachher nicht ärgern kann. Das gleich zum Feuerholz. Dann kommt nämlich jetzt hier noch in den Giebel ein kleines Loch rein, damit es noch so ein bisschen mehr verspielter und ein bisschen mehr nach Berghütte ausschaut. Dann nehmen wir jetzt das ganze Paket und schauen mal, welcher da am besten passt. Oder auch ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ich glaube mal, das ist so die richtige Größe. Das ist so eine richtig schöne Größe für ein verspieltes Berghütten-Vogelhäuschen. Genau die nehmen wir her.
Die Teile kennt ihr ja, diese Multidinger, da hackelt man das einfach ein. Es hat hier jedes seinen Kreis. Da kommt das rein, ist in Fahrtrichtung verriegelt und dann bohren wir es jetzt einfach raus. Das von der Seite bohren, die ihr auch sehen wollt, weil die Rückseite wird nämlich die kreislige Seite. Die wird ein bisschen ausfransen. So, jetzt haben wir hier 20. Haben wir da einen Strich her. So. Dass wir wissen, das ist ungefähr hier so die Mitte. Und dann gucken wir mal, wo wir den ansetzen, dass es schön ausschaut. So vielleicht, oder? Ein bisschen höher. Daher, so. Genau. Hauen wir mal da drauf. So, dann haben wir auch gleich die Markierung. Und genau deswegen was unterlegen, damit ihr nicht in den Tisch reinbohrt. Dann muss die andere Seite her. Legen den da drauf. Markieren uns so die Stelle und bohren das zweite Loch durch. Wenn es wärmer ist, geht das natürlich alles ein kleines bisschen einfacher. Aber mit kalten Fingern ist es sogar schwierig, den Akkuschrauber dann irgendwann mal festzuhalten. Zwei schöne Giebel. Machen wir nochmal den Test, ob sie wirklich symmetrisch sind. Sind sie. Wunderschön. Die Kanten werden wir noch ein bisschen brechen mit einem Schleifpapier. Und dann bauen wir sie ein. So, haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Dann kommt jetzt als nächstes die Dachfläche dran. Die hat hier hinten schon Gott sei Dank eine kleine Aluleiste drauf. Die werden wir als Markierung hernehmen. Da sauber abschneiden. Das werden wir mit dem zweiten Teil genauso machen. Und schon haben wir eine richtig stabile Dachfläche, die wir diesmal auch nicht bauen müssen, so wie bei meinem ersten Vogelhäuschen. Und die schaut auch verdammt schön aus, wenn man sich die so anschaut. Und wasserdicht ist ja auch noch. Das legen wir uns jetzt da sauber hin. Ein bisschen, dass es übersteht, dass wir da den Tisch schneiden. Und dann schneiden wir es jetzt hier erstmal schön ab. Dann haben wir jetzt eine Seite fertig. Jetzt legen wir die zweite drunter und machen die ganz genauso. Fertig ist Teil Nummer 2. Ja, und langsam wird es ein Vogelhäuschen. Und kein kreisliges Nett, denke ich. Als nächstes werden wir nämlich diese Dinger hier mit den Giebelseiten verheiraten. So werden wir den festschrauben. Das heißt, wir bohren jetzt halt hier bei dem da, bohren wir 2 Löcher vor, damit wir das Teil hier nicht sprengen, wenn wir das festschrauben. Dann richten wir das jetzt hier mal schön aus. Und setzen die erste Schraube mal rein. Da muss man natürlich genau zielen, damit man auch das Brett trifft und nicht an der Seite vorbei bohrt, und das wäre halt schade. Am besten ist, man hält den Finger daneben hin, weil dann merkt man es früh genug, wenn man nicht trifft. Wie gesagt, immer erst vorsichtig anfangen, schauen, dass man das Brett trifft, und dann kann man es festknallen. Man sieht schon langsam, wie schön das wird. Schauen wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Wenn ihr jetzt alles richtig gemessen habt, alles richtig geschnitten habt, dann lasst uns mal überraschen. Dann sollte nämlich alles schön zusammenpassen. Ist es nicht schön, ha? Ja, jetzt gibt es eine kleine Brotzeit. Und dann machen wir weiter. Hauen wir uns jetzt gleich auf den Teller drauf.
kleine Ein-Mann-Portion und danach geht's weiter. Jetzt brauchen wir genug Zielwasser, weil jetzt wird es nämlich ziemlich horkelig, dass wir genau da die Äste treffen. Die war schon mal wunderbar getroffen. Wenn es bei den anderen auch so funktioniert, dann ist das super. Für hier oben, dann nehmen wir uns jetzt einen richtig schönen geraden Buchenast raus. Kann auch Eiche sein, aber ich schätze, dass die mehr Buche im Garten haben. Suchen wir so ein Stück raus, das hier funktioniert. Zeichnen wir uns den wieder an. Lassen wir ein kleines bisschen überstehen. So. Und dann sägt man ab. Dann nehmen wir jetzt eine trockene Buche oder eine, die ihr im Winter rausgeschnitten habt, weil wenn ihr die im Winter rausschneidet, dann hat die eh schon relativ wenig Wasser drin. Und dann schrauben wir uns vorsichtig rein und schauen, dass wir nicht irgendwo an der Seite wieder vorbeikommen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man das Brett runter getroffen hat, weil sonst wird es die da nämlich nicht so reinziehen. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite, da drüben noch. Und schon haben wir ein geschlossenes Dach. Kleiner kurzer Zwischenstand, so schaut es jetzt aus. Und es wird immer besser. Jetzt suchen wir uns noch ein paar schöne alte Bretter, die wir auch nicht mehr brauchen. Da müssen natürlich die Schrauben raus, damit sich kein Vögelchen wehtut. Und die kommen dann hierher als Katzenbarriere. So stelle ich mir das vor. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite. Passen wir es wieder an und schrauben es fest. Jetzt haben wir hier noch zwei offene Seiten. Hier. Und damit das ein bisschen spannender wird, habe ich mir gedacht, machen wir jetzt da ein Rundholz rein. Ein richtiges schönes Buchen-Rundholz. Jetzt habe ich da nochmal einen neuen geschnitten. Schaut einfach schöner aus. So, der passt nämlich jetzt perfekt da rein. Schaut euch das an. Ist auch ein bisschen dicker. Das schaut gut aus. So machen wir das. So, Seite 2 auch eingepasst. Auch ein bisschen rustikaler. Den schrauben wir jetzt auch fest. Und dann ist die Katzensicherung auch fertig. So schnell geht's. Bisschen Müll, bisschen Zeit, bisschen handwerkliches Geschick und man hat ein wunderschönes Vogelhäuschen. Unbezahlbar. Ich denke mal, dass man was Vergleichbares nicht wirklich im Baumarkt kaufen kann. Die Vögel werden es euch danken, weil die werden auch sowas Altes, Gebrauchtes, Rustikales deutlich besser annehmen als irgendwie sowas Neues, was noch nach Lack riecht und so weiter aus dem Baumarkt. Die finden das mit Sicherheit besser. Baumarkt-Vögelhäuschen musst eigentlich im Sommer aufstellen, damit es die Vögel annehmen. Ansonsten gewöhnen sie sich die nicht an das Häuschen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder es hat euch zumindest angespornt, sowas Ähnliches zu bauen. Mal ein bisschen bewusster zu gucken, was man wegschmeißt, was man aufhebt, wo man noch was draus machen kann. Schadet nie. In diesem Sinne, kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Ja, abonniert meinen Kanal, teilt mein Video. Ansonsten schönes Wochenende und bis zum nächsten Video.